Ja, ich habe es ja noch gar nicht erwähnt. Heute geht es zur Fähre nach Rostock. Es sind jetzt um 6:30 Uhr von Kaufering gestartet. Also es ist mittlerweile ca. 13 Uhr. Es sind jetzt Höhe Potsdam, Berlin. Ja, ging gut. Der obligatorische Stau war natürlich dabei. Und die Fähre geht heute um 22:30 Uhr. Vielleicht schaffen wir es ja noch, dass wir vorher noch ein Fischsemmelchen essen. Und dann seid ihr einfach weiterhin mit dabei. Ja, steht schon Rostock da. Yippie. Nach 9 Stunden sind wir jetzt in Rostock angekommen. Aber bevor es jetzt aufs Schiff geht, geht es jetzt noch nach Warnemünde zur Fischsemmel. So, wir sind jetzt angekommen in Warnemünde. Genau, so ziemlich genau 9 Stunden haben wir jetzt gebraucht. Für gute 800 Kilometer. Und jetzt sind wir am Alten Strom. Da vorne sind so ein bisschen die Touristen, sieht man, und da gehen wir jetzt auch hin. Ja, hier am Alten Strom eine kleine Liebesbeweiskette mit Schlössern. Alle Schlösser. Und lustigerweise gibt es hier ein Schild der Hansestadt Rostock und hier steht: Liebe Liebenden, bitte keine Schlösser an die Schmuckelemente Rostock hängen. Küsschen. Das ist doch einmal eine nette Ansage von der Stadtverwaltung. Ja, auf dem Weg zum Fischbrötchenkutter sieht man jetzt hier schon mal die Zaungäste. Ja, genau, die warten schon. Die warten schon, und zwar auf solche Leute wie uns. Die muss ja Fischbrötchen kaufen. Genau, oder die hier mit der Pommestüte vorbeijoggen. Wir haben das schon mal live erlebt hier. So, hier auch schöne, schmucke Häuschen mit Boutiquen und Kneipen. So, das sind jetzt die Errungenschaften. Schön festhalten und schauen, dass die Möwen nicht hier im Flug zuschlagen. Da haben wir eine Beobachterin. Ha? Da muss natürlich meine Frau stehen bleiben. So, im Hafenwirrwarr haben wir jetzt eingecheckt. Wir haben schon Aufkleber bekommen für die Gasflaschen, Boarding-Tickets und Kabinenkarte. Ja, das ist jetzt das Fahrrad von der Mirna. Eine junge Dame aus Westfalen. Die wird mit dem Fahrrad, mit dem Gravelbike nach Schweden unterwegs sein. Gut, wir machen hier einen auf entspannt. Wir nehmen die Räder mit, aber das ist ja schön zu sehen, wenn sie das auch schafft. So, mittlerweile ist auch unsere Fähre eingetroffen. Hier wird jetzt noch gelöscht, beziehungsweise die Fahrzeuge
verlassen jetzt beidseitig das Schiff in der Abenddämmerung. Das wird jetzt noch ein Weilchen dauern. Und da hinten ist eine Lokomotive. Bin ja mal gespannt, ob die einen Zug drauf schiebt. Und er ist der Beste hier. Polizeiautolackierung. Schaut aber cool aus. Leider kann man es nur schwer erkennen. Aber da hinten hat die Lokomotive, hinter der Rampe, zieht die Lokomotive gerade einen Zug aus dem Schiff. Also da scheint es wohl auch Gleise auf der Fähre zu geben. So, hier nochmal den Zug. Schau mal, was da noch Platz ist. Okay. So schaut's aus. Okay. Deck 7. Ach, das sind schon schwedische Kronen, die Preise. Ja. So, wir haben jetzt eingecheckt auf dem Schiff. Irre, wie viele Lastwagen und Autos da drauf passen. Dieser ganze Platz war voll. Und jetzt leert sich es langsam, beziehungsweise die gehen jetzt alle hier an Bord. Und wir sind auf der Mecklenburg-Vorpommern. Ah, tatsächlich. Ein Papierschnipsel, der Transponder. Also wenn wir jetzt ein Geruchs-GoPro hätten, dann riecht es irgendwie Desinfektion, Kacke und Schuhe. Für die eine Nacht geht schon. Gute Nacht. Gute Nacht. Langsam. Okay. So, jetzt sind wir gerade durch das kleine Ortschaftal hier gefahren. Hier sind an der Straße immer so Pommerl, solche Begrenzer. Ja, und jetzt hat es uns gerade hier dem Fahrradständer beim Überfahren von so einem Poller so hingeschleudert, dass wir jetzt ein Loch in der Scheibe haben. Tja, und ich bin nicht einmal schnell drüber, vielleicht 30. Aber das war halt dann zu schnell. Ja, nach dem kleinen Schock haben wir jetzt hier gepuzzelt. Das heißt, wir haben die Einzelstücke hier mit Sekundenkleber eingeklebt, so weit wie möglich. Zwar nicht schön, aber es geht ja jetzt auch darum, dass bei Regen hier nicht unbedingt das Wasser hier in die Zwischenscheibe läuft. Wir haben zum Glück hier eine Innenscheibe, die ist unbeschädigt. Also von dem her alles gut. Und ich habe daraus gelernt, der Lenker vom Fahrrad wird schräg gestellt und es wird noch langsamer über die Poller gefahren.
So, wir sind hier am Stonehenge von Schweden. So, den See haben wir jetzt entdeckt. Da ist übrigens eine Sauna, die wird gerade angeheizt. Da kann man dann für 50 schwedische Kronen in die Sauna gehen. Das sind die Umkleiden. Und da drüben ist der Schlafplatz für heute Nacht. Es sind noch ein paar andere Camper da. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Na, was gibt's denn Feines? Jetzt gibt es erstmal noch einen späten Kaffee und ein bisschen Kuchen, was noch übrig ist. Muss auch weg. Super, genau. Und nachher gibt es was Nudeliges zum Essen. Alles klar. So, guten Morgen, zweiter Tag in Schweden. Wir haben heute Nacht gut an unserem Platz am See geschlafen. Gestern gab es noch ein kleines Lagerfeuer. Ja, und heute geht es weiter auf der Bundesstraße nach St. Olof. Ja, und somit geht es jetzt hier erstmal auf Schotterpisten zu unserem nächsten Ziel. Nach Almhütt. Gegenverkehr kämpfen, gell? Wir gehen jetzt ins Lachsmuseum. Da draußen schauen wir uns gleich an. Wird er gefangen. Fisch. Was für Trümmer, gell? Ja, ganz schöne Trümmer. Jetzt spiegelt's. Hier sieht man schön, wie die Lachse hier in so einer Reuse gefangen werden. Lachse. Also hier sieht man mal, wie groß so ein Lachs werden kann. Der ist 1,31 Meter und wog 36 Kilo. Andere sammeln Modelleisenbahnen in Vitrinen und hier werden Lachse gesammelt. Aber sehr beeindruckend, wie groß die Fische werden können. Also hier in dem Shop ist das Museum und auch der Fischershop, also da kannst du das ganze Angelzubehör kaufen. Und hier gibt es so eine Station, da kann man den auswaschen, wiegen und gleich messen. Wenn er zu groß ist, dann kommt er gleich ins Museum. Ich kann das zwar nicht lesen, aber ich denke, das ist alles dafür da. Sogar gleich einpacken. Das gleich einen Fisch einpacken. Das ist ein Service hier, ha?
nehmen wir euch mal wieder ein bisschen mit. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Karlskrona. Da versuchen wir jetzt ein bisschen, vielleicht ein nettes Plätzchen auch am Meer zu bekommen. Und da packen wir mal unsere Räder aus. Fahren wir mal ein bisschen mit den Rädern die Gegend erkunden. Und ja, man merkt hier schon jetzt, also es wird immer von der Gegend her auch immer felsiger. Auch wenn man es jetzt so sehen sieht, dann sind da wirklich schon so große Felssteine teilweise schon da. Also man merkt hier, ändert sich jetzt auch wirklich so von der Natur her. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Schauen wir, jetzt ist mal ein kurzer See. War zu spät, aber macht nichts. Nette Autobahnen, die machen so einen Wechsel. Also einmal sind wir hier die zwei und drüben eins und dann ist wieder zwischendurch Wechsel. Dann haben die zwei Spuren und wir wieder eins. So ist hier die Autobahnstruktur gelöst. Ja, und wirklich schön ruhig, entspannt. Hier darf es auch nur 110. Also schnelle Autos lohnen sich nicht hier zu kaufen. Kannst du gar nicht ausfahren. Also, bis später. Ja, und so schaut es in Schweden aus. Da gibt es hier so einen öffentlichen Wasserplatz oder so einen Spender. Und hier wird kostenlos Trinkwasser gefüllt. Und das Ganze checken wir immer über Park4Night App ab und da ist das eingezeichnet. So, und jetzt schauen wir mal rein, wie viel Wasser wir noch bunkern. Okay, das ist unser zweiter Stellplatz. Ist jetzt hier in der Stadt Karlskrona. Haben wir jetzt über Park4Night rausgesucht. Das ist hier so ein schöner kleiner Parkplatz. Zwar keine Infrastruktur, aber ja, direkt am Schilf, am Wasser. Das ist eine kleine Insel. Jetzt geht es mit der Radl in die Stadt zur Erkundung. Vielleicht einen Kaffee, vielleicht gibt es das Marinemuseum zum Anschauen. Und jetzt machen wir einen Startlauf. Ja, ich würde mal sagen, es sieht nach einem Lokschuppen aus, nach einem ehemaligen. Und Michaela rundet schon. Lokstation Karlskrona und das sind jetzt Geschäfte, Fitnesscenter, toll genutzt. Auch wenn der Lokschuppen natürlich schöner gewesen wäre. Jetzt sind wir durch die Stadt Karlskrona geradelt. Ja, man merkt, das ist ein bisschen eine andere Stadt. Die Gebäude sind in so einem, ja, ich weiß nicht, in so einem anderen Baustil, wie man es eigentlich gewohnt ist. Alles viel Militär. Ich denke mal, Marine hat hier die Oberhand. Und hier sind wir jetzt am großen Hauptplatz. Hier eine Statue, das ist bestimmt ein wichtiger Mensch für die Stadt. Schaut auch so ein bisschen nach Ostblock aus. Aber ist nicht schlimm. Einfach nur mal so der Eindruck. Die Michaela genießt schon mal einen Schluck Wasser. Wollt's nicht in der Café gehen? Doch, aber du hast ja immer ins Zentrum geführt. Also, wir sind immer noch auf der Suche nach der Downtown. Aber irgendwie stellt sich das hier nicht so richtig ein. Aber egal. So, und hier wird gerade geduscht. Wir stehen jetzt hier schön frei. Hier haben wir unser Kraftwerk. Im Hintergrund sieht man Karlskrona. Ja, da werden wir es heute Nacht hoffentlich gut aushalten können. Jetzt geht's nach Öland.
Ja, auf Öland. Wir werden jetzt zumindest mal die Stadt erkundigen, die hier gleich auf der Einfahrtstraße ist, wo die Brücke reingeht. Den Namen blende ich ein, ich habe mir den jetzt nicht gemerkt. Ja, schicke Ferienhäuschen. Kann man es zum Ferienmachen aushalten? Da kann man es zum Ferienmachen aushalten, ja. Genau, also was ich sagen wollte, wir haben heute noch überhaupt kein Ziel. Wir sind jetzt wie gesagt auf Öland, auf der Insel, auf der vorgelagerten Insel vor der Stadt Kamar. Ja, wissen nicht, ob wir heute hier bleiben. Wir waren jetzt gerade im Besuchercenter. Da wurde uns zwar gezeigt, wie es ausschaut, aber so vom Hocker kauen hat es mir jetzt wirklich nicht. Und jetzt werden wir einfach mal in den Tag hineinleben. So, das war jetzt der Hafen. War ein bisschen nüchtern, wenn man das so mit südländischen Häfen vergleicht, wo es Leben tobt. Wir sind jetzt im Supermarkt und schaut mal, was es hier gibt. Köttbühler. Und dazu hat uns die Dame gesagt, braucht man Preiselbeeren, und jetzt sind wir noch auf der Suche nach Mashed Potato. Das heißt also Kartoffelpüree, Kartoffelstampf. Das soll es wohl auch dazu schmecken. In Schweden gibt es sogar... Oh, mag er nicht. Mag er schon. Mag er schon. Ich weiß bloß nicht, was da ist und was das ist. Wahrscheinlich. Links. Oder? Weil rechts spendierst du die Bäume. Ja, genau. Die Bestandsknappen. Okay. Genau. Ja, herrliches Plätzchen, würde ich sagen, oder? So ein mini kleiner Scherengarten hier. Ha? Super herrlich hier. Wirklich super herrlich. Ich habe über Google Maps einfach mal geschaut, wo gibt es schöne Plätze. Da wurde dieser Platz hier vorgeschlagen. Ich habe da ein paar Bilder gesehen. Herrlich. Abseits von der Stadt. Hier baden auch ein paar Leute. Und wir werden uns jetzt, denke ich mal, auch unser Badezeug holen. Auf diesen Parkplatz, wo es zum Badeplatz geht, dahinter, da haben wir uns jetzt hier in so eine Nische reingestellt. Ganz eng ans Blaubeergebüsch. Ich hoffe, da spricht nichts dagegen, dass wir da heute Nacht bleiben. So, Abendspaziergang entlang dieses Meeresarmes. Ja, guten Morgen. Heute ist unser 4. Tag und wir kommen jetzt in Småland an.
zwar ist das die Region, die kennt jeder aus dem Fernseher von früher. Wir besuchen jetzt auch den Katulthof, den man auch aus dem Fernsehen von Michel aus Lönneberger kennt. Durch Marianne Lund werden wir nachher fahren. Genau. Und so schaut es hier mal aus und dann bis später. Wir wollen ja hier Schotter fahren. So, wird gut. Komm, fahren wir Pet Schweden. Pet. Ich hoffe, wir bleiben hier nicht stecken. Die Michaela wollte unbedingt mal mit dem Wohnmobil den Ted Schweden fahren. Ja, ja. Das heißt Offroad. Vor allem die Michaela will. Vor allem die Michaela will, gell? Und wie fühlt sich's an, Ted Schweden? Voll Outdoor. Eine kleine Schottereinlage. Wir wollen das einfach mal sehen, wie das hier ist. Ui, schön. Schau mal, was schön. Das ist ein schönes Haus, verschlagen. Ja. Das ist auch ein schönes Haus. Wir sind jetzt in dem Ort Lönneberger. Ich denke, jeder, der früher als Kind Fernsehen geschaut hat, kennt auch Michel. Und ja, hier heißt er bloß nicht Michel, sondern Emil. Aber da ist er. Und hier ist eine Karte, wo alles so ist. Also wir sind jetzt gerade in Lönneberger, das ist hier unten. Marianne Lund kennt man auch, da war der Markt, wo er das Pferd, den Lukas, bekommen hat. Und hier, Nummer 9, hier ist der Katulthof. Das könnte der große Markt gewesen sein, wo damals der Michel sein Pferd bekommen hat. Muss man dazu sagen, wir sind jetzt in Marianne Wir Lund. sind jetzt in Marianne Lund und könnte durchaus sein. Der Drehort von dem Rossmarkt, wo Michel sein Pferd Lukas von diesem reichen Menschen hier durch ein Versprechen, das der Reiche ihm gegeben hat, konnte Michel das Pferd gewinnen. Und heute ist es eine Schmiede. So, hinter uns sieht man jetzt die Volkshochschule in Marianne Lund. So schaut das aus, das Haus. Genau. Und wie wir jetzt gerade hier gelesen haben, wurde das hier als Innendrehort für die ganzen Innenaufnahmen für den Bauernhof Katult verwendet. In diesem kleinen Häuschen hat Michel seinen Vater angeschlossen und der hat dann versucht, durch die kleine Fenster hier rauszukommen. Wie hieß der Vater nochmal? Das ist jetzt eine Quizfrage, schreibt es mir doch in die Kommentare rein.
Na, Lukas? Ha? Ja. Ja, zwei Schöne seid ihr. Ihr kommt jetzt in YouTube. Wir sind jetzt immer noch in Småland und haben heute diesen schönen Badeplatz entdeckt. Hier steht unser Rocky. Ich denke, da werden wir heute Nacht stehen bleiben. Und wir waren jetzt gerade in dem herrlichen Fluss. Ich gehe jetzt mal kurz vor, dann filme ich noch ein bisschen diese öffentlichen Badeplätze. Also wirklich super top gepflegt. Hier ist eine Umkleide, Papierkörbe, da liegt auch fast nichts rum. Hier ist so ein Grillplatz, dieses Plumpsklo. Ja, sauber ist relativ, aber man kann drauf gehen. Und ja, so schaut es hier aus. So, fünfter Reisetag. Heute geht es weiter Richtung Süden. Eine Kirche und man sieht es öfter, solche Türme. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist das der abgesetzte Glockenturm. Genau, weil der Kirchenbau hat keinen Turm. Ich nehme an, dieser Holzbau ist der Glockenturm. Seht ihr die kleinen Kükis überall laufen? Ja, ja. Wir sind jetzt hier in dem Ort Oos. Da ist eine kleine Schmalspurbahn. Da scheint es auch da vorne ein Museum zu geben. So ein Zufall, dass wir das entdeckt haben. Das Museum ist leider zu. Jetzt gehen wir mal vorne an den Bahnhof. Michaela ist immer noch ganz geflasht von dem Auerhahn-Weibchen von gerade. Ein paar nette Aufnahmen. Auf der GoPro haben wir schon drauf. Haben wir schon drauf. Jetzt wissen wir, wo wir gelandet sind. Bei der Osa-Bahn, einer Museumsbahn. Aber so wie es ausschaut, fährt die erst irgendwann später im Juni und jetzt ist Ende Mai. Und die schlängelt sich hier schön durch Wälder, Wiesen und Seen. Naja, jetzt werden wir aber mal schauen. Vielleicht sehen wir ja so das eine oder andere hier noch an Rollmaterial. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist eine 600 mm Feldbahn. Ja, also man muss schon sagen, da ist einiges an Material da. So, und weiter geht's durch schöne Schweden. So, da gibt es jetzt Fressen für die Elche. Wir sind jetzt in einem Elchpark.
Da werden diese Streusel abgegeben. Michaela hat schon ihr Blumenstreusel. Wo da schon her? Ui, da ist schon einer. Na da. Da. Okay. Da freut er sich. Hä? Ja. Der ist echt. Doch, da ist er ja. Hey, komm mal her. Ja. Ja. Sollen wir mal streicheln, hä? Ja, oh, hä? Fünfter Reisetag heute. Jetzt haben wir schon wieder einen schönen Platz. Was heißt schön? Schön groß ist er. Wir waren jetzt gerade in einem kleinen Dorf und der hätte an diesem See, den man da hinten sieht, da gehen wir jetzt auch hin, der hätte so ein Bauer einen Platz gehabt. Ich habe erst gedacht, der ist frei, und dann kam der Bauer und meinte, nee, das sei Privatgrund. Und der wollte 20 € haben für einen super schönen Platz am See, aber nur für Hinstellen. Und ich habe mir jetzt dagegen entschieden. Wir wollen schauen, ob wir das jetzt komplett frei schaffen. Ja, da kann man nicht meckern, denke ich. Das ist wunderschön. So, der junge Mann hat sich gerade uns bisschen unterhalten. Er hat sich das E-Bike selber gebaut. Batterie und Steuergerät und Motor. Und wir haben uns jetzt nicht unterhalten hier. Jetzt wissen wir, dass Schöttbuller, und sagt ja nicht Köttbuller hier. Der schwedische nette junge Mann hat uns erklärt, das geht gar nicht. Genau, also ein K wird ausgebrochen wie ein Sch. Nee, wenn es ein K und danach ein Ö, wie hat er gesagt? Schö. Genau, sobald es ein Ö dahinter ist, ist Sch. Schö. Schö. Schöttbuller. Also geht ja nicht in den Supermarkt und sagt, ihr wollt Köttbuller. Da werdet ihr euch keine Freunde machen. Hier der völlig überlaufene Parkplatz. Ja, jetzt ist mittlerweile Freitag, unser vorletzter Tag. Wir machen jetzt gerade hier ein kleines Picknick an diesem Gutshof in Häsleholm. Richtig schön hier. Zu Hause haben wir gehört, ist Regen, Dauerregen, Starkregen angesagt, und hier in Südschweden, wie man sieht, herrlichstes Picknickwetter, 24 Grad. Wir machen die Senioren gerade hier Nachmittagsgrillen. Ja, für uns geht es jetzt weiter Richtung Süden. Wir werden aber nicht ganz heute nach Trelleborg fahren, sondern irgendwo zwischendrin nochmal hoffentlich einen schönen See finden, wo wir übernachten werden. Wir wollen ja nochmal grillen, vielleicht gibt es auch ein Feuerchen heute Abend noch, ein kleines Lagerfeuerchen. Ja, und mit diesem schönen sonnigen Gruß erstmal Tschüss. Und wir sehen uns dann, denke ich mal, entweder heute noch oder spätestens morgen
auf den Abschiedsgruß zur Fähre. Ja, unser Stellplatz für die letzte Nacht in Schweden an einem Nationalparkparkplatz in Fulltofta nennt sich das. Genau, hier schon mal so unser Setup, wie man heute sagt, Solarzelle. Deswegen Kühlschrank läuft und für die Dusche läuft gerade die Truma-Heizung, ist ein bisschen warm Wasser. Bekennender Warmduscher und da schadet es nicht, wenn einfach noch mal ein bisschen Spannung eingespeist wird. Ja, hier sieht man jetzt einfach mal so diesen Platz, diesen Stellplatz. Hier sind ein paar andere Camper noch da. Ich denke, das wird ganz ruhig die Nacht, hoffe ich. Und dann werden wir den letzten Abend in Schweden hier ausklingen lassen. So, der Grill ist angeheizt. Ja, ist schon schön warm. Jetzt können wir ein bisschen durchziehen und dann gibt es noch lecker Würstel und Mais. So, jetzt geht's los. Würstel sind schon soweit. Der letzte Tag ist angebrochen. Wir genießen aber trotz alledem immer noch die Sonne. Christian ist auch da. Nach gut 1000 Kilometern schließt sich unser Rundreisekurs in Schweden und wir haben der Boller, Ja. der böse Boller. Das war hier sogar noch der böse Boller, der uns das Loch in die Scheibe geschlagen hat. So, haben wir den auch noch mal gesehen. Ja, genau. Und jetzt fahren wir noch mal an den schönen Parkplatz, wo es den schönen Strand gibt, und lassen noch die letzten Stunden ausklingen, bevor wir wieder auf die Fähre fahren. Jetzt haben wir den Stellplatz angefahren, den wir auch am ersten Tag, wo wir angekommen sind, kurz genutzt haben, um noch ein bisschen auszuschlafen. Das Schöne ist, der ist überhaupt nicht markiert, zumindest mal nicht an der Straße, und entsprechend wenig ist auch los. Genau, hier geht es von der Straße rein. Man sieht eigentlich nur hier so ein kurzes Stück von der Straße mit der freien Wiese. Da haben wir damals ja ein paar Camper stehen sehen, deswegen haben wir den hier angesteuert. Jetzt gehen wir nach vorne ans Meer, das ist hier gleich ein paar hundert Meter. Der Ort heißt auch Böste Lage. Da ist also Name Programm. Ja, wir genießen jetzt noch die paar Stunden bis zur Fähre, die Sonne. In der Heimat ist landunter angesagt, also wirklich Extremregen. Wir haben gerade im Internet gesehen, wie das Wasser steht. Also es ist echt schrecklich. Teilweise auch Katastrophenalarm in Nachbarlandkreisen. Ja, wir versuchen jetzt hier noch ein paar Stündchen zu genießen, die Wärme aufzutanken und dann die beste Lage einfach nochmal aufzusaugen, bevor es dann wieder halt in den Trott geht. Steht schon da. Wartet auf uns. 114 bis 112. Die ist voll, dann kommen wir da rein. Genau, da zum Beispiel eure Fische kühlen, gell? Wir stehen.
So, reingeschlichtet in die Fähre, wobei wir jetzt auf dem Sonnendeck sind. Schaut mal her, wie viel Platz da noch ist. Da könnten noch welche Fußball spielen. So, reingeschlichtet in die Fähre, wobei wir jetzt auf dem Sonnendeck sind. Schaut mal her, wie viel Platz da noch ist. Da könnten noch welche Fußball spielen. Okay. Zug spät, Schatzi? Ja. So, Schweden. Jetzt ist er zu. Wir werden bestimmt wiederkommen. So, auch hier geht's hoch. Oh, schau, wie dürfen wir? Ah, Index hier, sehr gut. hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2Wheels4Adventure. Bis zum nächsten Mal.